Hallo an alle. Heute möchte ich gern mit euch ein paar Überlegungen über deutsche Literatur teilen. An der Universität habe ich mich mit Christa Wolf beschäftigt und besonders mit dem Werk Stadt der Engel. In diesem Video werde ich nicht über die Handlung des Romans sprechen, sondern werde ich auf feine Aspekte des Romans basieren. Deswegen empfehle ich euch, dieses Video zu schauen, nur wenn ihr das Werk schon gelesen habt. So, fangen wir gleich an. Ich habe konzentriert auf der Aspekte des Schreibens als Therapie im Roman und besonders über die Bedeutung dieses Werkes für die Schriftstellerin. Ich habe 4 Ebenen ermittelt. Eine erste Ebene bezieht auf den Untertitel als erster Hinweis der Therapie. Der Untertitel lautet The Overcoat of Dr. Freud und Overcoat bedeutet Mantel. Und dieser Mantel führt die Schriftstellerin durch diesen Schreibprozess. Christa Wolfs Ziel ist eine Art Selbstdiagnose zu erreichen, die zur Entlarvung der Dimension der Verdrängten führt. Die zweite Ebene bezieht auf die Wichtigkeit des Rückblicks in die Vergangenheit. Der Aspekt ist sehr bemerkbar und gleichzeitig bedeutend im Werk. Wie macht Christa Wolf einen Appell an den Leser, Leserinnen, sodass sie über den Schmerz hinausgehen können? Im Gegenteil wird das vergangene Leid oder einfach Schmerz immer wieder auftauchen und wird nie möglich sein, einfach weiterzugehen. Eine dritte Ebene bezieht auf eine kritische Distanz, die Christa Wolf von sich selbst gewinnt. Dieser Aspekt ist sehr deutlich aus dem Wechselspiel zwischen Vergangenheit und Jahrzeit dargestellt. Die vergangenen Ereignisse werden auf einer derzeitigen Perspektive erzählt. Dieser Schreibprozess ist sehr hilfreich für sie, um zu akzeptieren, was sie einfach in der Vergangenheit geglaubt hat und zuzugeben, dass diese Vergangenheit einfach ein Teil von ihr ist, und um friedlich mit dem zu leben, was ihr bleibt. Und die letzte Ebene bezieht auf dem Schreiben als Selbsterlösung. Die Autorin selbst schreibt, dass das Schreiben irgendwie eine Grenzlinie ist. Eine Grenzlinie zwischen Selbsterlösung und Selbstzerstörung. Es ist wie gleichzeitig sich zum Schmerz zu verdammen, aber gleichzeitig diese präzise Werkzeuge zu haben, um über den Schmerz hinauszugehen. Nach allen diesen Prämissen können wir ganz deutlich verstehen, wie die allgemeine Handlung nur ein Vorwand ist. Die Schriftstellerin ist auf der Suche einer alten Freundin, aber die Auflösung dieser Suche fällt nicht mit dem Ende des Romans zusammen. Ist es nur ein Teil davon. Schreiben Stadt der Engel gilt nicht nur als Therapie, sondern auch als eine Rekonstruktion der eigenen Identität der Schriftstellerin und auch des Landes Deutschlands. Wie fallen die Ich-Krise und die Krise nach dem Fall der Mauer zusammen? Diese Krise nach dem Fall der Mauer ist ein Vorwand von Christa Wolf, um eine Art Ausgrabung des Unbewusstes zu machen. Und dieses Roman
dehnt zeitlich und räumlich so weit aus, dass es notwendigerweise in der Nähe von der Schriftstellerin enden muss. Dieses Buch wird nämlich im Jahr 2010 veröffentlicht, ein Jahr vor dem Tod der Schriftstellerin. So sind wir zum Schluss gegangen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefällt hat. Und ich weiß, dass es ein bisschen zu kompliziert scheinen könnte. Aber ich wünsche mir, dass das Schauen mit den Untertiteln einfacher sein wird. So, ich danke Ihnen nochmals für eure Aufmerksamkeit und sehen wir uns bald. Tschüss.